Sagen Sie, Herr Lang, wie kamen Sie eigentlich zum Film? Ja, das ist eine sehr merkwürdige Sache. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit dem Film irgendetwas zu tun hatte, war im Jahr 1904. Ich war damals 14 Jahre alt. In einem Kino sah ich da zum ersten Mal einen Film, der hieß The Great Train Robbery. Das heißt, der große Eisenbahnüberfall. Und da war eine Szene, wo die Bösewichter mit einem großen Balken eine Türe einrammen wollten. Und dann fing ich an, mit meinen Freunden so mit den Füßen rhythmisch, je nachdem der Balken die Türe einrammte, Geräuscheffekte zu machen. Das ganze Kino machte es nachher mit. Das war also gewissermaßen das erste Mal, dass ich im Film tätig war als Geräuscheffektmann. Und dann, ich ging nach Paris, ich wollte Maler werden. Und zu Hause sagte man, ich sollte Architekt werden, aber das gefiel mir nicht. Ich war nur ein Jahr auf der Technischen Hochschule. Ich ging also nach Paris und dort sah ich Filme. Und das hat mich sehr interessiert, weil da zum ersten Mal man ein bewegtes Bild zeigen konnte, sagen wir ein springendes Pferd oder so etwas, nicht also nur etwas Statisches wie bei einem Bild. Und dann, knapp bevor der Erste Weltkrieg ausbrach, ging ich nach Österreich zurück. Ich arbeitete ganz kurze Zeit in einem Kabarett, ich machte Plakate und so. Da kam ein junger Mann, der Chansons schrieb für das Kabarett und fragte mich, ob ich interessiert werde, dass ich vielleicht Filmmanuskripte schreiben wollte. Das tat ich, wurde dann im Krieg später verwundet und trat in einem Roten Kreuz-Stück auf, das den schönen Namen führte, Der Hirs. Und da sah mich Erich Pommer und wir kamen auf Film zu sprechen und Pommer mochte die Sachen, die mir vorschwebten und er engagierte mich dann als Dramaturg. Ich ging nach Berlin und arbeitete dort zuerst als Dramaturg. Mir gefielen nicht unbedingt die Sachen, die ich dann sah, wie meine Filme inszeniert wurden. Und als ich dann einen Film schrieb, den die Leute, so Deklabioskop, sehr gerne haben wollten, der hieß Halbblut, sagte ich, ja, ich verkaufe Ihnen den Film, wenn ich Regie führen könnte. Erich Pommer sagte zu und so begann eigentlich meine Karriere als Filmregisseur. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt damals. Sehen Sie, wir haben es viel einfacher gehabt als die heutigen Filmschöpfer, denn wir fingen ja ganz von vorne an. Alles war neu. Wir konnten alles versuchen. Ich erinnere mich daran, ich glaube, es war für den Film Die Nibelungen. Mein Kameramann Karl Hoffmann und ich diskutierten einmal, wie macht man einen Regenbogen? Man hat noch nie einen Regenbogen im Film gesehen. Fotografieren konnten wir ihn nicht und auch war er dann nicht immer zur richtigen Zeit da, wo wir ihn haben wollten, also man musste ihn künstlich machen. Wir haben es auch geschafft. Und niemand hat uns gesagt, ihr versäumt Zeit oder ihr verschwendet Geld. Wenn ich heute mit irgendeiner Sache, um einen bildlichen Effekt zu erhöhen, kommen würde in Amerika oder in irgendeinem anderen Land und würde sagen, ich brauche so und so viel Zeit, würde man mir zur Antwort geben, das kostet zu viel Geld. Das bringt uns nicht $1 mehr in die Boxoffice. Dr. Mabuse waren eigentlich 2 Filme, die im Jahre 1922 entstanden. Nicht wahr, Herr Lang? Dr. Mabuse, der Spieler, ein Bild der Zeit und Inferno, Menschen der Zeit. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Deutschland eine Zeit der tiefsten Verzweiflung, der Hysterie, des Zynismus, des ungezügelten Lasters. Entsetzliche Armut war neben ganz großem und neuem Reichtum. Berlin prägte damals ein Wort, Raffke, vom Zusammenraffen des Geldes. Raffke, so nannte man die Neureichen. Dr. Mabuse
ist das Prototyp dieser Zeit. Er ist ein Spieler. Er spielt Karten, er spielt Roulette und er spielt mit dem Leben dieser Menschen und er spielt mit dem Tod. In dieser Zeit gab es ein Plakat in Berlin. Berlin, dein Tänzer ist der Tod. Man hat mir oft unterstellt, dass Dr. Mabuse das Prototyp des Diktators war, dass ich Hitler vorausgesehen habe. Das stimmt nicht. Für mich war Dr. Mabuse ein Übermensch. Irgendwo der Nietzsche-Übermensch, im schlechten Sinn gesehen. Ich habe später noch einen dritten Film von Dr. Mabuse gemacht, bevor ich Deutschland verließ, das Testament des Dr. Mabuse. Und da legte ich in den Mund des Dr. Mabuse allerdings Sätze, Leitfäden der Hitlerbewegung. Dr. Mabuse will den Bürger dazu bringen, die Autorität, die er selber über sich eingesetzt hat, die Staatsautorität zu untergraben, den Staat zu stürzen und auf den Trümmern dieses Staats seine Welt, die Welt des Verbrechens aufzurichten. Waren sehr viele Tricks in Frau im Mond. Ja, und dabei haben mir zwei deutsche Wissenschaftler sehr geholfen. Willy Lai und Professor Obert. Und diese beiden Wissenschaftler, die haben mir ein Modell der Rakete gebaut und auch die Flugbahnen so genau gemacht, dass vor dem Zweiten Weltkrieg Gestapo unseligen Angedenkens sämtliche Kopien aus dem Verkehr zog, weil sie Angst hatten, dass sie zu ähnlich waren der geplanten Vergeltungswaffe V1 und V2. Wenn man heute, nach so vielen Jahren, den Abschuss der Rakete sieht, wie sie über die Stadt fliegt, den Flug durch das Weltall und den Abwurf der ersten Raketenstufe, dann glaubt man wirklich eine Rakete zu sehen, die heute im Kap Kennedy abgeschossen wird. Derselbe Kameramann, der mir damals geholfen hat, Günter Ritter, der hat mir auch in Metropolis unendlich geholfen. Und vor allem bei der Erschaffung des künstlichen Menschen, wo ein Mensch aus einem Robot geschaffen wird, aus einem metallenen Robot. Und er hat das so großartig gelöst, dass man mich heute in Amerika noch fragt. Und dabei muss man bedenken, dass man in Amerika Trick-Departments hat, bei dem wir alles in der Kamera machen mussten. Also heute fragt man mich noch, wie habt ihr das eigentlich gemacht?
bitte um genaue Zeit. 2:58 Uhr. Danke. Uhr 58. Wo du hinspuckst, da triffst du auf den Grünen. Nee, aber bei den Mädchen lassen sie dich in Ruhe. Und die sind auch schon völlig blemblem und haben nichts im Kopf als den Mörder. Die meine, die hat so eine Kleine von 6 Jahren. Also jede Nacht habe ich das Vergnügen, 3-mal unter das Bett und unter das Kanapee zu kriechen, ob sich da vielleicht der Mörder versteckt hat. Deinen Beruf kannst du nicht mehr nachgehen, weil du dauernd über Kriminale stolperst. Privatleben hast du auch nicht mehr. Ich kann euch sagen, ich habe das satt. Der Film hieß ursprünglich Mörder unter uns. Und ich wollte den Film in Staaten drehen, in der alten Zeppelin-Halle, die in ein Filmatelier eingerichtet worden ist. Und ich kannte den Verwalter dort sehr gut, den Manager, und ich sagte, ich möchte gerne das Atelier mieten. Sagt er, kommt gar nicht in Betracht. Sehr rüd, sehr laut. Ich, was ist denn los? Wir haben doch immer sehr gut. Nein, du weißt schon, kommt gar nicht in Betracht. Wir vermieten dir das Atelier nicht. Sag ich, warum nicht? Du sollst überhaupt den Film nicht machen. Ich war völlig, weiß gar nicht warum. Dann sag ich, warum soll ich denn die Filme machen? Du weißt schon warum. Dann sag ich, hör mal zu, und so ganz unwillkürlich fasse ich, Mann, warum soll ich nicht einen Film? Und da hat er hier unter dem Labell das Parteiabzeichen mit dem Hakenkreuz. Also ich sagte ihm, warum soll ich denn nicht einen Film über einen Kindermörder machen? Und begriff aber sofort im selben Moment, dass er als Nazi und die Nazi überhaupt sich mit dem Titel Mörder unter uns identifiziert hatten. Also er vermietete mir nachher das Atelier und da komme ich noch auf etwas, nämlich das Ende des Films spielt in einem alten verlassenen Lagerhaus, das ausgebaut ist, und die Verbrecher von Berlin suchen ebenso wie die Polizei den Mörder, denn die Tätigkeit der Polizei verhindert sie, ihrem Gewerbe nachzugehen. Sie haben also auch den Mörder gefangen und setzen ihn nun vor ein Verbrechergericht. Und Lorre hat da eine Szene, wo er sich nicht verteidigt. Wohlgemerkt, nicht verteidigt, sondern er versucht zu erklären, was in ihm vorgeht. Etwas geht in ihm vor, das ihm selbst unheimlich, das ihm selbst grauenhaft ist, das er fürchtet. Er sagt, ich will doch nicht. Und dann wird alles schwarz um ihn. Und wie er zu sich kommt wiederum und sieht, was er angerichtet hat, sagt er, ich habe das gemacht. Ich, das Grauenhafte habe ich gemacht. Völlig verzweifelt. Und diese Szene, also die wie gesagt keine Verteidigung, sondern der Versuch einer Erklärung ist, schien Herrn Dr. Goebbels furchtbar auf die Nerven zu gehen. Ich habe später, als ich zurückkam nach Deutschland, habe ich einen Film gesehen, in dem Goebbels Ausschnitte, also diese Szene und auch andere Ausschnitte aus meinen Filmen und aus anderen Filmen gemacht hat und einen sogenannten, Anführungszeichen, Dokumentarfilm, Anführungszeichen, gezeigt hat, der entartete Filmkunst hieß. Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist. Aber ihr könnt doch nicht einen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor ein ordentliches Gericht stellt! Der ist richtig! Das könnte dir so passen, mein Junge! Ausgerechnet! Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus und es kommt eine Amnestie und du, vergnügt, mit Jagdschein kann ja nicht passieren, bist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Gehst wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Nee, davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Hallo! Aber ich kann doch nichts dafür! Ich kann doch nichts dafür. Das kennen wir! Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür!
Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet. Oder wenn ihr arbeitet. Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will von mir selber davonlaufen, aber ich kann nicht. Kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, endlose Straßen. Ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer. Nur nicht. Wenn ich's tue, dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen? Wie ich tun muss? Will nicht, muss! Will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet. Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schadenfeuer. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Vor Hitler drehten Sie noch einen Film in Deutschland. Ja, den dritten Mabuse-Film. Ich drehte ihn 1932 und schnitte 1933. Und das war der Film, wo ich Ihnen vorher erzählte, dass ich in den Mund des Verbrechers Mabuse die ganzen Schlagzeilen der Nazi brachte, also wo das Vertrauen des Bürgers in die von ihm selbst geschaffene Obrigkeit zerstört werden müsste und auf dieser Zerstörung das Reich des Verbrechens aufgerichtet werden müsste. Na, also mir gefiel das sehr gut, aber den Nazis scheinbar gar nicht sehr gut, denn eines Tages erschien im Büro der Verleihfirma, das war die Deutsche Universal, ein SA-Mann und sagte, also man würde den Film Das Testament des Dr. Mabuse wahrscheinlich verbieten. Ich war sehr großmäulig und sehr eingebildet und sagte also sehr stolz und hoffärtig, wenn ihr euch einbildet, ihr könnt einen Film von Fritz Lang in Deutschland verbieten, dann versucht es mal. Ja, sie haben ihn auch verboten. Nun, dann in den letzten Märztagen 1933, ich hatte sehr viel mit dem Verband Deutscher Filmschaffender zu tun, wenn ich ihm auch in gar keiner führenden Dings angehörte, wurde
meine Frau, meine damalige Thea von Harbu, die mit mir alle meine Filme in Deutschland geschrieben hatte, und ich aufgefordert zu einem Abend, den Herr Propagandaminister Goebbels im Kaiserhof, also dem Hauptquartier Hitlers, wenn er nach Berlin kam, einem Abendessen beizuwohnen. Wir gingen also hin und Goebbels war unerhört liebenswürdig, wurden ihm vorgestellt und dann saßen wir alle auf einer langen Balustrade, Goebbels in der Mitte und ich saß mit meiner Frau auf der linken Seite, und wie das Essen zu Ende war, hielt er eine große Rede, in dem er die Nibelungen pries, auch andere Filme von anderen, und dann also kam die kalte Dusche. Leider, sagt er, musste ich heute einen Film verbieten, das Testament des Dr. Mabuse. Aus Tableau. Na, also mir war gar nicht zu wohl zumute, und ein paar Tage später bekam ich Einladung, ist zu wenig gesagt, Befehl ist zu viel gesagt, also jedenfalls eine Aufforderung, ich sollte mich bei Herrn Dr. Goebbels zu einer Besprechung einfinden. Ich warf mich in Kötterweh und steifen Kragen und tippelte also in das Propagandaministerium hin. Das Propagandaministerium war an einem Platz, schräg gegenüber vom Kaiserhof, und die Fenster vom Büro von Goebbels gingen auf einen großen Platz, auf dem eine Standuhr war, wo man die Zeit genau ablesen konnte. Also ich komme dort bei der Türe herein, und da steht gleich rechts von mir ein Schreibtisch mit einem SA-Mann, der sagt, Ausweis! Da ließ sich das durch und sagt, gehen Sie den Korridor entlang, zweiten Korridor rechts. Danke. Also ich gehe den Korridor entlang. Es war nicht sehr vergnüglich, es war ein weiter Korridor, der mit großen Steinfliesen gepflastert war. Die Schritte halten wieder, es war herzlich unheimlich. Also, wie ich zum zweiten Korridor komme, gehe ich nach rechts. Wieder stehen da so ein paar Leute in Hitleruniform, nicht mit einem Revolver und so. Jeder von denen mindestens 2 Köpfe größer als ich. Wo wollen Sie hin? Dort und dort. Den Korridor hinunter. Ich gehe wieder in den Korridor hinunter, komme dann wieder um meine Ecke, wieder dieselbe Geschichte. Und endlich komme ich zu einem Schreibtisch, wo er mich wieder um einen Ausweis fragt. Ach ja, sagt er, Sie sind der Herr Lang. Warten. Bitteschön. Also ich warte. Und dann öffnet sich eine Tür nach einiger Zeit und wieder kommt ein uniformierter Mann und sagt, bitte wollen Sie eintreten. Also ich gehe nach vorne, trete schön ein, und da ist ein ganz großer, langer Raum, und am Ende des Raums, bei den Fenstern, ist ein Schreibtisch, und hinter dem Schreibtisch sitzt Goebbels. Und Goebbels kommt mir entgegen, er ist unerhört liebenswürdig und sagt, bitte Herr Lang, setzen Sie sich doch nieder. Ich setze mich nieder, und ich hatte natürlich die Hoffnung, ich würde erreichen, dass das Testament des Dr. Mabuse doch aufgeführt werden konnte in Deutschland. Goebbels fing aber gar nicht davon zu sprechen an, sondern er erzählte mir, was Hitler und Goebbels eigentlich mit mir vorhaben. Und das war Folgendes. Er bot mir also gewissermaßen und de facto die Führerschaft des deutschen Films an. Er fing aber folgendermaßen an. Der Führer und ich haben Ihre Filme Nibelungen und Metropolis gesehen, und der Führer hat gesagt, das ist der Mann, der uns den nationalsozialistischen Film schenken würde. Mir war schon vorher nicht sehr angenehm zumute, aber jetzt fingen die ersten Angstschweißtropfen so langsam so das Rückgrat da hinunter zu rollen. Und ich sagte, ich bin sehr geehrt, Herr Minister. Was hätte ich denn sonst sagen sollen? Nicht? Ich hätte nicht sagen können, ich habe es überlegen oder sonst etwas. Und dann fing er wieder weiter zu sprechen an. Und er sagte also, was er vorhätte mit Schauspielern und mit Schauspielerinnen und was für Filme gemacht werden müssten. Und dann kam er wiederum zu sprechen auf meine Tätigkeit und wie ich also alle diese Filme im Sinne der Nazis inszenieren sollte. Und dann sagte er doch etwas vom Testament des Dr. Mabuse. Er bewegte aber nie die berühmten Schlagworte. Darüber ging er hinüber. Er sagte nur, das Ende ist etwas, was ich gar nicht mag. Das Ende müsste man ändern. Dieser Mann darf nicht wahnsinnig werden, sondern er muss von der Volkswut getötet werden. Jawohl, Herr Minister, das sehe ich auch vollkommen ein. In der Zwischenzeit habe ich immer auf diese Uhr geschielt durch das Fenster, weil ich mir dachte, alles, was du machen kannst, ist abhauen.
Denn was sollte ich in Deutschland machen? Ich wusste also, es geht mir an den Kragen, wenn ich hier bleibe mit meinem Mund. Na. Kurz und gut, ich schaute auf die Uhr und der Zeiger ging vorwärts und Goebbels redete und ich schielte auf die Uhr und plötzlich war es zu spät, auf die Bank zu gehen, mir mein Geld abzuholen. Nun, dann wurde ich verabschiedet. Ich sagte dem Minister, wie sehr ich mich geehrt fühlte, nahm mir ein Auto. Ich war nass am ganzen Körper vor Angst. Fuhr nach Hause, sagte mein Diener, er soll mir einen Koffer packen. Ich möchte so auf eine Woche, 2 nach Paris. Am selben Abend verließ ich Deutschland und kam nie wieder.